Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch eine exklusive Stadtvilla mit Keller, Garagenanbau und Dachterrasse. Außerdem zeigt das Musterhaus von Weberhaus hier in der Fertighauswelt Günzburg ein barrierefreies bzw. barrierearmes, flexibles Nutzungskonzept, das mit Lift und smarter Komforttechnik ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter ermöglichen soll. Wir haben hier einen Hauptbaukörper mit 2 Vollgeschossen, weiß verputzt und mit Außenmaßen von 10,61 m x 9,87 m plus diesen Anbau, der 9,12 m x 9,25 m ist, der als Doppelgarage oder als Einliegerwohnung genutzt werden könnte oder wie hier im Musterhaus als Bürofläche. Außerdem ist das Haus komplett unterkellert, das heißt, da kommen nochmal 81 Quadratmeter hinzu. Und an Wohnfläche überirdisch bietet das Haus fast 234 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Wir haben hier also wirklich viel Platz und das Ganze ist auch sehr hochwertig ausgestattet. Das sieht man unter anderem schon an diesem runden Erker. Das ist ein ganz besonderes Extra, ist im Holzfertigbau wirklich nicht so einfach und auch nicht so standardmäßig, dass man solche Rundungen hinkriegt, aber man sieht, es ist auch möglich. Der ist hier verkleidet in sibirischer Lärche im Farbton Mokka. Und ein weiteres Extra, natürlich außer dem Anbau mit der Dachterrasse, ist hier nebenan auch nochmal so eine überdachte Pergola, also eine überdachte Terrasse mit Pergola und Glasdach. Hinter dieser weißen Putzfassade haben wir wieder eine Holzverbundkonstruktion, eine diffusionsoffene. Ich zeige euch drin auch nachher kurz den Wandaufbau. Und auf dem Dach haben wir hier, also das ist ein 15 Grad geneigtes Walmdach, relativ flach geneigt, haben wir hier einmal eine Photovoltaikanlage und Dachüberstände, die rundherum etwa 1 Meter breit sind. Besonders ist jetzt hier auch diese Verkleidung mit einer ganz glatten Dreischichtholzplatte, die dann glänzend oder deckend weiß lackiert ist, sodass das Ganze eben sehr edel wirkt. Umlaufend diese gekanteten, also diese etwas eckigeren Dachrinnen und die Fallrohre sind überall hier in dieser quadratischen Ausführung, was eben auch ein Design-Fallrohr ist. Hier kann man mal sehen, auf diesen Anbauten sind dann bekieste oder begrünte Flachdächer drauf mit so einer Attika-Entwässerung, die hier mal rauskommt. Und man kann auch schon sehen, im Standard haben wir hier außen Naturstein, also Granitfensterbänke. Alle Fenster sind hochwertige, dreifach verglaste Holz-Alu-Fenster. Innen ist das Ganze weiß lackiert. Außen sehen wir, ist das hier so ein ganz dunkles Schokobraun oder Schwarzbraun nennt sich das. Und hier haben wir jetzt auch ein großes Panoramafenster, das innen als Sitzfenster ausgebaut ist, was wir uns natürlich anschauen werden. Außen haben wir hier nochmal so eine waagerecht verlaufende Holzverschalung in sibirischer Lärche. Und was ich ganz schön finde, ist, dass da eben so eine Schattenfuge dahinter ist, eine schwarze. Das sieht also alles wirklich sehr edel aus. Ganz kurz vielleicht noch da oben. Wir werden das nachher von innen sehen. Die bodentiefen Fenster sind mit so einer ganz schicken, fast nicht sichtbaren Glasabsturzsicherung versehen und teilweise, wo es eine etwas höhere Brüstung gibt, auch nur mit so einem Stahl. Auch das schauen wir uns natürlich alles von drinnen mal an und jetzt machen wir uns mal auf den Weg zum Eingangsbereich. Am Weg zum Eingang kommen wir jetzt noch mal an dieser schönen runden Holzfassade vorbei. Was da drin steckt, schauen wir uns natürlich auch gleich an. Und man sieht hier dieses große Sektionaltor. Das ist jetzt hier nur angedeutet, auch in diesem Schokobraun. Denn wie gesagt, im Musterhaus liegen jetzt dahinter Büros, aber das wäre natürlich der Platz für die Doppelgarage. Außerdem sieht man, dass hier so ein kleiner, eingezogener, geschützter Eingangsbereich hergestellt wurde, der auch beleuchtet ist, der auch wie der Windfang in den Anbau integriert ist. Das spart natürlich Wohnfläche im eigentlichen Haus. Und wir sehen hier schon, es gibt so eine kleine Außenkamera. Das Ganze ist ja auch ein Smart Home und die ist eben so niedrig angebracht, dass man die auch im Rollstuhl sitzend gut bedienen kann, beziehungsweise da auch sichtbar ist. Und jetzt schauen wir mal rein.
Quadratmeter große Windfang liegt jetzt hier im Anbau. Hier schließen sich jetzt die Beraterbüros an. Der Anbau hat insgesamt etwa 65 Quadratmeter Wohnfläche. Das heißt, man könnte da eine Einliegerwohnung unterbringen, den Technikraum, wenn man ohne Keller baut, oder natürlich klassischerweise die Doppelgarage. Hier, dieser Windfang hat jetzt die praktische Koppelfunktion. Man käme also trockenen Fußes von der Garage ins Haus und der ist eben auch groß genug, dass man hier zum Beispiel den Abstellplatz für einen Rollstuhl, eine Gehhilfe oder aber auch einen Kinderwagen hätte. Schön ist diese hinterleuchtete Rückwand, die hier Licht reinbringt. Das ist einfach auf so einen Alurahmen gespannt, ein Stoff mit einem Fotomotiv hinterleuchtet, und daneben wird nochmal aufgegriffen diese Lärchenholzfassade, die man eben auch im Außenbereich hat, was ich sehr schön finde. Und hier wäre eben, wenn man das Haus jetzt ohne Anbau baut, der eigentliche Zugang zum Wohnraum. Hier wäre die Haustür und dann käme man hier in die etwa 6,5 Quadratmeter große Diele. Die Diele muss jetzt nicht mehr riesig sein, denn das ist ja jetzt praktisch nur noch die vertikale Erschließungsachse. Hier links sieht man mal, ist so ein Plattformlift drin, der braucht etwa eine Fläche von 2,5 Quadratmetern. Wichtig ist, dass man davor dann die Bewegungsfläche von 1,50 mal 1,50 hat, was hier gegeben ist. Nebendran ist dann nochmal ein praktischer Einbauschrank mit Spiegel, das könnte also auch Garderobe sein. Und hier sehen wir dann gleich schon ein Feature, was zum Thema flexibel, aber auch barrierearm dazugehört. Wir haben nämlich hier so ganz große, raumhohe Schiebetüren, mit denen man diesen Bereich komplett abtrennen kann. Man kann nicht nur den Wohnbereich abtrennen, sondern hier eben auch einen Flur und eine zweite Einheit mit Wohn- oder Schlafraum und Bad, die wir uns natürlich nachher auch alle anschauen, falls da später mal eine Pflegekraft wohnt. Aber man kann es eben auch alles ganz offen gestalten, sodass man hier einen sehr großzügigen Übergang in den Wohn-Ess-Bereich hat. Der Wechsel in den Wohnbereich wird hier bei geöffneten Schiebetüren sehr schön markiert durch diesen Fußbodenwechsel. Man hat hier jetzt in der Diele praktischerweise das pflegeleichte Feinsteinzeug 60 x 60 in Schiefergrau und hier jetzt die Landhausdiele Eiche geölt, rustikal sortiert. Das heißt, es ist etwas dunkler und mit vielen Astlöchern. Die Raumhöhe ist hier übrigens erhöht auf 2,67 Meter. Das bringt natürlich hier sehr viel Großzügigkeit rein. Und hier kann man jetzt eben noch mal sehen, dass man diesen Flur tatsächlich auch hier noch mal komplett abtrennen könnte, sodass man wirklich dahinter eine flexibel abtrennbare kleine Wohneinheit noch mal hätte. Jetzt gehen wir mal weiter hier in den Wohnbereich. Das erste, was vielleicht auffällt, ist dieses besondere Fernsehmöbel, das der Haushersteller jetzt hier mal anstelle eines Kamins eingebaut hat. Man kann das also wirklich in jeder Achse drehen, hier zur Küche hin, zum Essplatz, natürlich zum Sofa hin, aber tatsächlich auch, wenn man mal von der Terrasse aus Fernsehen will. Dieser Anschluss an die Terrasse ist jetzt hier sehr großzügig. Wir haben jetzt eine Hebeschiebetür, die hier 2,30 Meter hoch ist, 3,40 Meter breit, also wirklich ein sehr, sehr großes Element, das sich hier komplett öffnen lässt zur Terrasse. Hier hat man jetzt leider nicht den schwellenfreien Austritt, aber der ist jetzt hier mal gezeigt. Dieses Element, dieses Öffnungselement ist übrigens etwa 1,10 Meter breit. Da hat man also auch darauf geachtet, dass das wirklich breit genug ist, dass man da auch mit dem Rollstuhl rein und raus käme. Und hier ist jetzt diese flache Stufe von unter 2 Zentimetern, wo man eben sagt, da kommt man auch noch drüber. Also Stichwort barrierearm. Wir gucken jetzt gerade noch mal hier auf die überdachte Terrasse. Da ist ja diese Pergola drüber mit den Sparren und dem Glasdach. Das ist natürlich jetzt sehr schön, weil es einfach hell ist und trotzdem zum Beispiel vor Schlagregen schützt, wenn die Tür jetzt mal offen steht und das Sommergewitter kommt. Da sieht man jetzt schon an den Sparren, es ist ein leichtes Gefälle da von
3–4%. Das reicht für die Entwässerung, aber nicht, dass die Scheiben sich selbst reinigen. Das heißt, da müsst ihr halt ab und zu jemanden kommen lassen, der das sauber macht. Aber die Entwässerung ist hier innenliegend geregelt. Also hier ist die Dachrinne drin, hier ist das Fallrohr. Das heißt, ihr habt hier kein Problem mit Tropfwasser. Das ist wirklich dicht. Und was ich euch da hinten noch zeigen möchte, hier kann man jetzt mal kurz sehen, dass der Keller auch teilweise durch so abgegrabene, begrünte Lichthöfe natürliches Licht bekommt. Das schauen wir uns auch kurz nachher von drinnen an. Wenn das jetzt hier so runter geht, wäre es vielleicht ganz schön. Man hätte hier auch noch eine Absturzsicherung, aber das ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Wenn wir jetzt hier wieder reinkommen, sehen wir schon an der Decke, es gibt hier relativ viel solche Luftauslässe. Hier ist nämlich keine Fußbodenheizung drin, sondern eine Luft-Wärmepumpe, die eben über diese Lüftungsanlage auch heizt. Deshalb hat man hier mehr Zulässe in der Decke. Und wo wir gerade bei Zulässen sind, wenn ihr natürlich sowas haben wollt, müsst ihr dran denken, im Boden die Anschlüsse, Strom und so weiter für den Fernseher zu verlegen. Wenn man das dann sogar noch so hinkriegt, dass die Klappe zugeht, wenn das Kabel rausguckt oder vielleicht sogar hier in dem Rohr läuft, wäre natürlich noch schöner. Sehr schön ist dieses große Sitzfenster, das hier eben in dieser Nische so eingebaut ist, auch vom Haushersteller gemacht. Diese Umrahmung in Eiche mit dem eingelassenen LED-Lichtband bei so einem Sitzfenster. Das hat jetzt die Maße von 1,80 mal 3 Metern. Müsst ihr natürlich auch immer gucken, was habt ihr für eine Sitzhöhe. Das sind jetzt hier 45 cm, Sitztiefe sind 55 cm. Und ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr keine großen dunklen Kissen hier so vor dieses Fenster stellt. Habe ich euch schon mal gesagt, dann kann es nämlich zu thermischen Rissen kommen, wenn es dahinter so heiß wird. Ansonsten ist es natürlich eine sehr schöne Sache hier und auch gleich schon die Überleitung in diesen besonderen Runderker, den wir von draußen gesehen haben. Da drin verbirgt sich nämlich die 16 Quadratmeter große Küche und die schauen wir uns jetzt auch mal an. Vom Materialkonzept hat man sich jetzt entschieden, hier dieses Eiche-Parkett mal durchzuziehen in die Küche. Man könnte hier auch den Materialwechsel zu einem Fliesenbelag gut hinkriegen, wenn das so abgetrennt ist. Der Eicheboden hält das natürlich aus, aber der wird natürlich mit der Zeit fleckig. Wenn ihr da in der Küche öfter mal was habt, was euch runtertropft, müsst ihr es gleich wegwischen. Ganz interessant finde ich diesen Einbauschrank, der ist wirklich 60 tief. Da sind jetzt Prospekte drin, machen wir nicht auf, passt aber wirklich eine Menge rein. Und hier hinter ist ja jetzt der Schacht für den Aufzug. Wenn ihr den nicht sofort braucht, wäre hier natürlich auch der Platz für eine Speisekammer. Der könnte dann auch die Raumreserve sein, um eben nachträglich später mal einen Lift einzubauen. Hinter mir sieht man jetzt die Küchenwand, die eben hier einmal raumhoch drin ist mit den Einbaugeräten in Bedienhöhe, Kaffeemaschine, Backofen. Dann hat man natürlich da Platz für Oberschränke und für den Kühlschrank. Hier ist jetzt die Durchgangsbreite tatsächlich auch noch 1,10 Meter. Sehr schön finde ich, dass man hier so eine kleine Esstheke hat für das schnelle Frühstück zwischendurch. Und hier jetzt mal das Kochfeld, zwar noch mit Blick auf den Essplatz, aber eben jetzt nicht so, dass man wirklich hier eine Achse irgendwo hat, die dann gestört wird, zum Beispiel durch den Dunstabzug. Diese Dunstabzugshaube lässt sich übrigens in der Höhe verstellen per Fernbedienung, sodass also je nachdem, wer hier kocht, auch diese Kopfstoßkante dann eben entschärft werden kann. Und sehr schön ist natürlich diese Arbeitsplatte in Granitoptik, wo dieses Kochfeld hier so schön eingelassen ist. Von der Arbeitsfläche ist die hier nicht besonders tief, aber man wird vom Platz wahrscheinlich hinkommen. Interessant ist vielleicht, dass hier die Brüstungshöhe gleich Arbeitsflächenhöhe ist, sprich 90 cm. Und diese Fenster sind 1,30 hoch. Das heißt, ich habe also hier wirklich wunderschön viel Tageslicht und eben auch den Blick zur Straße, nicht direkt zum Eingang, aber ich würde immer sehen, wer da kommt.
Dann sieht man natürlich, dass diese tolle Rundung, die außen schon einen erhöhten Aufwand bedeutet, innen natürlich diesen Aufwand auch bedeutet. Man braucht hier eine Maßanfertigung, eben auch diese gebogenen Türen und die gebogene, genau auf Maß angepasste Arbeitsplatte. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Kostenfaktor. Jetzt schauen wir uns noch die flexibel nutzbare Einheit da hinten im Erdgeschoss an und auf dem Weg dahin kommen wir auch an der Smart Home Steuerung vorbei. Ich habe euch ja schon gesagt, der Hersteller hat ein flexibles Smart Home System entwickelt, das auch erweiterbar ist, das auf dem Funkstandard N-Ocean basiert. Das heißt, ihr könnt da auch nachträglich Geräte dazu schalten. Es gibt Taster, wo zum Beispiel die elektrischen Jalousien bedient werden können, immer dort, wo man sie braucht. Aber es gibt eben hier in diesem Flur auch ein Bedienpanel. Das ist jetzt in der Premium-Version dann hier auch integriert. Da kann man dann mal alle Stockwerke zum Beispiel durchschalten. Das heißt, die Grundrisse sind hier visualisiert. Man sieht überall die Lichter, die man hier auch an- und ausschalten kann. Wenn ein Fenster offen ist, kann man das durch die Fensterkontakte hier eben auch sehen. Dann ist das rot umrandet. Man kann hier zum Beispiel die Jalousien dann steuern und runterfahren lassen, den Neigungswinkel der Lamellen einstellen und all solche Sachen. Man kann aber auch sehen, welche Energieströme hier im Haus gerade fließen, was zum Beispiel von der Photovoltaikanlage kommt und wo es jetzt hauptsächlich verbraucht wird. Das heißt, das ganze Energiemanagement ist auch eingebunden und sehr schön ist eben, dass hier auch für die Photovoltaik auf dem Dach, das sind übrigens 8,9 Kilowatt Peak Leistung, eine Vorrangschaltung eingerichtet ist. Das heißt, das Ganze fließt vorrangig in die Verbraucher hier im Haus. Das wäre jetzt die Lüftungsanlage, das Kühlelement. Dann geht es in den Speicher und das wäre jetzt hier einmal zu sehen und dann wird erst ins Netz eingespeist, wenn noch was übrig ist. Direkt neben dem Steuerungspanel von diesem 5 Quadratmeter großen Flur aus geht es jetzt hier in das Gästezimmer oder das Zimmer für die Pflegekraft, das etwa 12,5 Quadratmeter groß ist. Und hier kann man jetzt auch mal sehen, das ist jetzt die Einzelraumsteuerung von der Lüftungsheizung. Und hier hat man eben aber auch die Taster, wo man dann vor Ort die Jalousien ganz einfach runterfahren lassen kann. Hier haben wir übrigens eine Brüstungshöhe bei diesem Fensterband von 1,65 Meter. Das ist sehr schön, weil es eben viel Licht von oben reinbringt. Je höher das Fensterband liegt, desto besser ist die Tageslichtausbeute. Und trotzdem hat man hier eben genug Privatsphäre, dass da keiner reinguckt. Die andere Brüstung ist standardmäßig 90 cm hoch und hier hinter mir ist jetzt noch mal eine kleine Ankleide von 3,5 Quadratmetern, also für den Gast oder die Pflegekraft, die hier eventuell wohnt. Und wenn ihr das später als ebenerdige Einheit nutzen wollen würdet, auch barrierefrei, dann müsste man natürlich hier auch Bewegungsflächen und breitere Türen vorsehen, die 90 mindestens Durchgangsbreite haben. Das würde hier auch passen, wenn ihr auf diese Ankleide verzichtet oder das hier ein bisschen anders möbliert. Hier direkt nebenan liegt dann das Gästebad, das etwa 4,5 Quadratmeter groß ist und auch sehr schön hell. Unter anderem durch diese Fliesen, das ist Birke-Optik, Feinsteinzeug, weiß geölt, das hier wirklich einen ganz netten Charakter reinbringt. Gut ist natürlich auch diese große begehbare geflieste Dusche, die ist jetzt 1,20 x 1,10. Das ist sicherlich nicht so praktisch, wenn ihr die jetzt wirklich benutzt, müsst ihr hier ganz zumachen können. Und es gibt ja auch so Duschabtrennungen, die man ganz wegklappen kann aus Glas. Wenn man die Dusche nicht benutzt, dann hätte man nämlich hier auch neben dem WC die notwendige Bewegungsfläche für diese WC-Angelegenheit. Dann müsste natürlich auch die Tür breiter sein, aber das würde hier auch reinpassen. Ganz schön ist natürlich diese etwas breitere Vorwandinstallation, wo man auch was abstellen kann. Die ist jetzt 90 cm hoch. Praktischer wäre es natürlich, wenn das Fenster dann hier etwas höher ansetzt, dann könnte man es auch öffnen, wenn da was drauf steht. Und vielleicht noch ganz kurz eine Info: Hier in den Bädern ist so eine elektrische Fußbodenheizung verlegt, die man dann eben zuschalten kann. Das heißt, man braucht jetzt hier, wenn man ja die
Lüftungsheizung hat, keinen zusätzlichen Handtuch-Wärmekörper oder sonstiges Nachheizelement. Dann hat man jetzt hier den Waschtisch. Eine Steckdose immerhin wurde hier vorgesehen. Das dürften auch gerne mehr sein in so einem Gästebad. Sehr schön finde ich hier die Wandoberfläche. Das ist nämlich jetzt mal kein Malervlies gestrichen, sondern man hat jetzt hier in den Feuchträumen so einen Streichputz drauf, der auch so ein bisschen feuchteregulierend wirkt. Jetzt haben wir das ganze Erdgeschoss gesehen und jetzt gehen wir mal nach oben. Wir sehen schon, hier gibt es eine gerade Podesttreppe in so Faltwerkoptik, Stufen in Eiche, auch der Handlauf in Eiche. Sehr edles Glasgeländer mit so einer Punkthalterung. Das ist eine recht kostenintensive Sache, sieht aber natürlich sehr, sehr schön aus. Und dadurch, dass die Stufen hier keine Unterschneidung haben, gibt es hier eben auch keine Stolperfallen. Sehr wichtig für barrierearmes Wohnen ist auch, dass es überall viel Licht gibt. Auch das ist hier auf jeden Fall gegeben, sodass man hier also auch, wenn man nicht mehr so gut sieht, auf jeden Fall gut die Treppe hochkommt. Aber jetzt testen wir erstmal diesen Plattformlift. Das ist jetzt keine geschlossene Aufzugskabine, sondern es ist eben wirklich so eine Plattform, die alle 3 Stockwerke anfahren kann. Und jetzt schauen wir mal, ob der mich nach oben bringt. Das hat geklappt und jetzt sind wir hier im Obergeschoss, ohne dass ich aus der Puste bin vom Treppensteigen. Und hier sieht man schon, ist die Raumhöhe eine etwas andere, nämlich die standardmäßigen 2,51 Meter. Highlight hier oben ist natürlich die Dachterrasse, die knapp 30 Quadratmeter groß ist und hier über diese wunderschöne große Glasfläche angeschlossen ist. Man hat jetzt hier auch wieder darauf geachtet, dass das hier von der Durchgangsbreite reicht. Das ist jetzt eine Lichtöffnung von 1,12 Meter. Und hier hat man eben auch wieder diese niedrige Austrittsschwelle auf die Dachterrasse. Sehr schön ist, dass die jetzt hier so ein bisschen zurückversetzt auf diesen Doppelgaragenanbau ist mit der geschlossenen, verputzten Brüstung, die eben noch ein bisschen mehr Sichtschutz und Privatsphäre hier oben gibt und mit diesem aufgesetzten Geländer, dass man eben dann praktisch auch im Sitzen noch rausgucken kann. Außerdem hat man von hier dann den Blick auf das extensiv begrünte Dach und hier kann man es sich wirklich gut gehen lassen. Hier oben haben wir übrigens standardmäßig auf dem Fußboden Teppich und vielleicht sage ich euch noch gerade was zu dieser Flurerweiterung hier. Der Flur ist 9 Quadratmeter groß, ist im Mittel hier 1,35 breit und hier vor dem Aufzug ist aber die Bewegungsfläche von 1,50 mal 1,50 eingehalten. Auch das ist so ein Feature, was jetzt zum Barrierearmen eben dazugehört. Bevor wir jetzt hier links in die beiden Kinderzimmer reingucken, möchte ich euch nur kurz diese Klappe zeigen. Da geht es in den Dachraum. Wir haben ja hier ein KfW 40 Plus Haus. Die Dämmebene liegt hier in der Decke, aber darüber ist ein Dachraum, den man noch als Abstellfläche nutzen kann. Das Ganze ist hier ein zimmermannsmäßig ausgeführtes Fettendach. Ihr erinnert euch, 15 Grad Wallendach mit begehbarem Dachboden. Auch das ist bei diesem Hersteller im Standard. Das heißt, da ist schon so eine USB-Platte drauf, dass ihr da nicht über die Sparren balancieren müsst, wenn ihr da was hochbringt. Jetzt schauen wir mal hier ins erste Kinderzimmer, das etwa 14 Quadratmeter groß ist. Man sieht jetzt schon, hier ist der Bereich für den Lift abgeteilt. Wenn ihr den jetzt erstmal nicht haben wolltet, wäre das Zimmer etwa 18 Quadratmeter groß, also noch etwas größer. Sehr schön ist natürlich an diesem Zimmer, dass man diese Wahnsinns-Fensterfront hat. Das sind fast 3,60 Meter. Und man hat jetzt hier die niedrige Brüstung von nur 57 Zentimetern. Das heißt natürlich, dass man hier als Absturzsicherung nochmal diesen Stahl braucht, diesen Flachstahl.
Flachstahl, der da jetzt ganz schön läuft. Dadurch, dass jetzt hier drunter auch das Vordach von diesem Anbau ist, guckt man da jetzt auch nicht so runter. Das heißt, es ist jetzt auch für Leute, die nicht schwindelfrei sind, kein Problem. Und hier auf der Seite sieht man jetzt von dieser Lüftungsheizung sind jetzt hier 2 Luftzulässe. Wäre natürlich schön, dass man da bei der Planung gleich überlegt, wo will man Möbel stehen haben, denn der eine ist jetzt hier so ein bisschen hinterm Schrank. Hier ist ja auf jeden Fall genug Platz für Schränke, aber wenn ihr diesen Lift hier drin habt und das Zimmer dadurch verkleinert wird, solltet ihr darauf achten, dass ihr hier hinter der Tür die 60 cm Breite einhaltet, damit man den Schrank hier eben auch nach hinten durchziehen könnte. Hier nebenan liegt jetzt ein zweites Kinderzimmer, das auch 14 Quadratmeter groß ist. Im Musterhaus ist das jetzt ein Beraterbüro, deshalb schauen wir da nur einfach mal ganz kurz rein, weil es ein bisschen anders geschnitten ist und auch jetzt von der Fensterausführung nicht ganz so attraktiv wie das andere Zimmer, aber als Büro ist es natürlich auf jeden Fall toll nutzbar. Und direkt nebenan gucken wir jetzt gleich mal ins Elternschlafzimmer. Dieser Bereich wird über die Ankleide erschlossen, wie wir gleich sehen werden, was noch ein bisschen mehr Privatsphäre gibt. Die ist hier vorgeschaltet, hat 8,5 Quadratmeter und hier sind jetzt mal Einbaumöbel vom Haushersteller drin. Was ich sehr schön finde, ist, dass hier wirklich der Raum eben raumhoch ausgenutzt wird, dass die Ankleide breit genug ist, dass man wirklich rechts und links eine Schrankfront reinbekommt. Natürlich wäre das auch mit Türen möglich, denn man hätte jetzt hier genug Platz, um die aufzumachen und man hat sogar hier ein bisschen Tageslicht und Belüftungsmöglichkeiten. Hier rum geht es dann ins Schlafzimmer. Auch hier, wenn ihr jetzt barrierefrei agieren wolltet, müsstet ihr natürlich gucken, dass ihr jetzt hier nicht nur 80 Durchgangsbreite habt, sondern 90 oder besser noch 1,20. Gilt natürlich auch für die Türen, die dann eine lichte Breite von 90 cm mindestens haben sollten. Hier wäre jetzt genug Platz neben dem Bett, dass man da auch hinkommt. Dieser Raum hat etwa 12,5 Quadratmeter. Und was ich sehr schön finde, ist diese grau abgetönte Wand mit diesem sehr, sehr breiten Fensterband. Wir erinnern uns, unten drunter ist das Wohnzimmer mit dieser 3,40 Meter breiten Hebeschiebetür und hier oben ist jetzt Pendant dieses 3,40 Meter breite Fensterband. Brüstungshöhe ist hier 1,50, das heißt, ihr bekommt auch ein hohes Bett mit Rückenteil hier auf jeden Fall drunter. Und wunderschön ist eben, wenn man vom Bett aus dann auch durch so eine bodentiefe Verglasung mit einer Glasbrüstung rausgucken kann. Dieses Element ist jetzt quadratisch, das ist 2,10 Meter mal 2,10 Meter und diese Glasbrüstung, die hier übrigens sehr schick in die Fensterleibung integriert ist, die fällt optisch kaum auf. Jetzt schauen wir uns noch das Wellnessbad an, das gleich hier anschließt. Dieser Raum hat etwa 20,5 Quadratmeter und was hier als allererstes ins Auge fällt, ist natürlich diese riesige Fensterfront. Die ist jetzt 3,50 Meter breit. Man hat hier wieder diese knapp 60 cm hohe Brüstung mit der Absturzsicherung davor. Ist natürlich schön, man kann aus der Badewanne dann da rausgucken. Wenn da jetzt niemand wohnt, ist das auch wunderschön. Ansonsten müsste man halt einen Sichtschutz anbringen. Die Badewanne ist jetzt so ein freistehendes Modell, das hier auf so Eichenbalken aufsitzt und da hat sich jemand Gedanken über die Beleuchtung gemacht. Man hat jetzt hier diese LED-Leiste in der Decke, die diese Form, also diese Richtung der Badewanne aufgreift. Hinter mir sieht man eine Sauna, die hier eingebaut worden ist in Espenholz. Das ist natürlich auch ein toller Luxus. Und hier ist dann an der Rückwand Platz für den Doppelwaschtisch. Sehr schön finde ich auch immer diese Einbauschränke in diesen Wandnischen mit dem beleuchteten Spiegel. Hier dürften es gerne 2 Steckdosen auf jeder Seite sein. Da müsstet ihr bei der Elektrobemusterung dran denken, dass ihr die braucht. Und hier hat man jetzt wieder diesen Streichputz an der Wand, der so ein bisschen Feuchte puffert, aber der müsste jetzt wahrscheinlich im Spritzwasserbereich dann hier mit so einer PU-Beschichtung oder irgendeinem wasserabweisenden Lack bestrichen werden. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine große geflieste Dusche und ein WC, das da abgetrennt ist.
Hier ist jetzt die Breite 1,25, das Ding ist 1,80 tief. Das funktioniert also vom Spritzschutz. Ganz schön ist auch, dass man da hinten gleich so eine geflieste Sitzbank hat. Das kann ganz angenehm sein, wenn man sich jetzt hier mit der Handbrause, die jetzt hier nicht dran ist, auch mal im Sitzen waschen kann. Rollstuhlgerecht im engeren Sinne ist das natürlich jetzt nicht. Dann müsste das 1,50 breit sein. Man hätte so einen Klappsitz, der eben dann auch hochklappbar ist. Und dann müsst ihr den Duschkopf so anbringen, dass man den dann auch vom Sitz aus bedienen kann oder auch, dass der da direkt drüber ist. Diese Regenduschköpfe sind übrigens relativ kalkanfällig. Ich habe mir sagen lassen, in der Region wie Ulm, wo das Wasser sehr hart ist, braucht man dann eine Entkalkungsanlage fürs Wasser, wenn man so einen Regenduschkopf haben will. Die Fliesen auf dem Boden sind hier übrigens mal recht auffällig. Das ist ein Format 90 x 45 in so einer, ich nehme an, Natursteinoptik. An der Wand haben wir hier auch ein nicht ganz gewöhnliches Format. Das sind 60 x 20 und jetzt schauen wir mal hier gleich rum in diese zweite Nische. Da ist relativ viel Platz. Da ist jetzt das WC abgetrennt. Man hat mir gesagt, man wollte hier die Bewegungsfläche schaffen, dass man eben auch mit dem Rollstuhl neben das WC fahren könnte. Deshalb ist hier viel Platz. Dann müsstet ihr natürlich hier wieder auf die Durchgangsbreite achten. Das sind jetzt hier nur 88 cm und hier neben wirklich die Bewegungsfläche von 1,20, 1,20 oder 1,50 x 1,50 haben. Also das heißt, dieser Schrank wäre dann hier nicht, aber immerhin ist hier schon mal so viel Platz, dass einem auch jemand helfen könnte, wenn man im Bad Hilfe braucht, und das ist schon mal sehr sinnvoll. Wir schauen jetzt auch gleich noch kurz in den Keller, aber vorher kommen wir jetzt da gerade noch mal an diesen Wandquerschnitt vorbei. Ich habe euch ja versprochen, dass es dazu noch eine kurze Info gibt. Das ist nämlich wirklich was Besonderes. Wir haben hier eine 39,5 cm starke Wand, allein 26 cm ist hier diese tragende Holzkonstruktion. Außen haben wir ein Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis, 10 cm stark. Innen ist die Wand doppelt beplankt und diese diffusionsoffene Wandkonstruktion ist bei dem Hersteller eben auch im Standard. Das heißt, dieses Haus ist auch schon im Standard ein förderfähiges Effizienzhaus 40+. Und jetzt gehen wir mal runter gucken, denn der Keller ist tatsächlich auch ein gedämmter Wohnkeller, der diesen KfW 40 Standard erfüllt, was tatsächlich eine sehr aufwendige Sache ist, aber deshalb kann dieser Kellerabgang eben auch so offen und mit dieser schönen, edlen Eichetreppe nach unten führen. Der Haushersteller hat nämlich tatsächlich auch eine eigene Kellerfertigung und liefert euch, wenn ihr wollt, den hochgedämmten Beton-Fertigkeller mit aus einer Hand. Hier hinter mir ist jetzt ein kleines Gäste-WC, das hat nochmal etwa 4,5 Quadratmeter und eben auch durch diese Abgrabung hinten tatsächlich ein Fenster, wo man also auch mal lüften und ein bisschen Licht reinholen kann. Und hier unten kommt natürlich auch der Plattformlift an, denn der hat ja tatsächlich 3 Haltestellen, sodass der auch erreichbar ist, der Keller. Hier hinter mir liegen jetzt 2 Büros, das könnten tatsächlich auch Gästezimmer sein. Wir schauen da mal ganz kurz rein, die sind nämlich schön hell und grün. Die lichte Raumhöhe ist jetzt hier 2,38 Meter. Je nachdem, in welchem Bundesland ihr baut, muss eben ein Wohnkeller dann auch die entsprechende Höhe haben. Das waren jetzt etwa 15 Quadratmeter und hier hinten gibt es nochmal einen sehr schön hellen Raum, der 19 Quadratmeter groß ist. Hier hat man sogar 2 Fenster über Eck und Gäste kann man hier auf jeden Fall super unterbringen. Und jetzt schauen wir aber auch noch mal kurz in den Technikraum. Das verbirgt sich alles hinter dieser Tür. Hier gibt es nochmal einen Lager- und Abstellraum, wo übrigens auch der Speicher und der Wechselrichter für die Photovoltaikanlage auf dem Dach untergebracht sind. Wir haben hier nochmal 12 Kilowattstunden Nennleistung Speicherbatterie und hier hinter mir ist jetzt der eigentliche Technikraum. Man kann jetzt mal sehen, dass so eine Lüftungsheizung eben relativ
viel Platz braucht durch diese großen Zuluftkanäle und Abluftkanäle. Es ist aber tatsächlich so, dass auch der Keller über diese Lüftungsheizung beheizt wird. Hier hinten hat man dann die Wärmepumpe fürs Trinkwasser, also auf diesem 300 Liter Trinkwasserspeicher sitzt dann nochmal eine Trinkwasserwärmepumpe. Und auch auf diese Geräte möchte ich euch kurz hinweisen. Das sind nämlich Smart Ready Haushaltsgeräte, also Waschmaschine und Trockner, die eben dann auch vorrangig von der Photovoltaikanlage auf dem Dach bedient werden können und sich automatisch dann einschalten, wenn viel Strom vom Dach da ist. Eine Preisinfo habe ich für euch, wie wir es neuerdings immer machen, unten in die Videobeschreibung gepackt. Da gibt es auch noch mal einen Link zu den Grundrissen, falls ihr euch die anschauen wollt. Und wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht wie gesagt in der Fertighauswelt Günzburg bei Ulm und ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.